Moin Lars! Moin Kevin und hallo zusammen da draußen. Heute eine neue Folge Part Specialist zum Thema Druckluftkompressoren. Genau, wir zeigen euch ein paar Tipps und Tricks, aber wir wollen keine Zeit verlieren. Würde ich sagen, fangen wir an. Jo! Oh, das ist ja so oder? Ja, bei dem Kompressor seht ihr ja, dass hier noch Kühlwasserstützen dran sind. Hier sind noch Druckluftstützen und das Zahnrad ist auch noch dran. Diese müssen ausgetauscht oder halt an den neuen Kompressor umgebaut werden. In der Zeit zeigen wir euch mal, wie wir im Rahmen des DTQS diesen Kompressor prüfen, um so die Qualität sicherzustellen. Ja, Kevin, das motorseitige Zahnrad sieht gut aus, es hat keine Beschädigung. Ja, das Zahnrad vom alten Kompressor war eingelaufen, deswegen haben wir es erneuert. Natürlich mit dem vorhandenen Drehmoment angezogen. Die anderen Anschlüsse haben wir getauscht. Jetzt kommt der letzte, da müssen wir den Dichtring erneuern, ganz wichtig. So, festziehen. Und dann würde ich sagen, lass mal einbauen, ne? Ja, ja damit. Hepp. Ja, wir haben den Kompressor jetzt ja eingebaut. Oftmals wird vermutet, dass der Kompressor die Schadensursache ist. Ist er aber oftmals nicht. Das liegt meistens im Umfeld, beispielsweise im Luftansaugtrakt. Hier habe ich mal ein Beispiel aufgebaut, wenn du hier mal reinleuchtest. Da ist Dreck im Ansaugtrakt, das ist über die Ansauglamellen dann in den Kompressionsraum gelangt. Und hier sieht man auch, dass hier Schleifspuren drin sind. Hier ist normalerweise ein Kreuzschliff drin, der ist schon komplett weggeschliffen. Wir können auch mal eben die Kolben herholen. Ja, hier haben wir mal einen Musterkolben. Hier unten. Der Ölabstreifring, der hat eine Erhöhung und die beiden oberen Ringe sind nur im unteren Bereich angeschliffen, weil die halt konisch zulaufen. Hier der von dem Kompressor, der ist halt hier komplett abgetragen, das Material an beiden oberen Ringen auch. Hier ist keine Erhöhung mehr zu erkennen. Dadurch kann das Öl an den Ringen vorbei in das Druckluftsystem gelangen. Und dadurch sind halt auch Vierkreisschutzventil, Lufttrockner, sind alles voll mit Öl und muss ausgetauscht werden. Das heißt, es sind hohe Folgekosten zu erwarten. Bei dem ausgebauten Kompressor ist folgendes Fehlerbild. Hier war ein Fremdkörper im Ansaugsystem und dadurch ist die Labelle durchgeschlagen. Wir können uns das mal eben angucken im Fahrzeug. Komm mal mit. Dann konnte der auch gar keine Kompression aufbauen, ne? Das stimmt. So, hier ist der Ansaugtrakt, Luftfilter, Ansaugleitung. Hier natürlich noch weitere Schläuche. Dadurch kann natürlich kommen, wenn die Schelle nicht richtig festgezogen sind, sondern irgendwelche Löcher drin sind, dass dadurch Fremdkörper in das Luftsystem gelangen. Ja, dann lass uns doch mal eben hier ein bisschen leer räumen und Jo. dann zeigen wir noch mal eben die anderen Ursachen. So, an diesem Kompressor haben wir vorne ein Mitnehmer, ein Schadensbild. Hier sieht man das schon. Der Mitnehmer vorne ist gebrochen. Das lag zum Beispiel, weil hier eine Lenkhebelpumpe, beziehungsweise in diesem Fall wird die Kraftstoffpumpe hier angeschraubt und die war blockiert, beziehungsweise ist defekt und dadurch ist der Mitnehmer gebrochen. Genau. So, das nächste Schadensbild, was wir hier haben, hier sieht man, dass im Druckluftsystem Öl an den Wänden festgebrannt ist. Das ist aufgrund von thermischen Überlastungen entstanden. Ursachen dafür können sein, zu hohe Einschaltdauer durch ein defektes Abschaltventil, worauf wir gleich auch nochmal eingehen, und dass vielleicht ein permanenter Luftverlust in der Anlage vorliegt. Dadurch fördert der Kompressor durchgehend und wird sozusagen überhitzt.
Kommen wir jetzt zum Abschaltventil. Das Abschaltventil ist dazu da, wenn der Abschaltdruck des LKWs erreicht ist, öffnet dieses Ventil, um dann halt auch Energie und Sprit zu sparen. Denn dann wird keine weitere Kompression erzeugt. Wir können hier mal eben einmal gucken, diese beiden Plättchen hier öffnen und es pumpt von der einen Kammer zur anderen Kammer. Ihr könnt euch jetzt aber vorstellen, wenn das durchgehend offen ist oder halt zur falschen Zeit angesteuert wird, dass es zu Fehlfunktionen führt. Das kann durch defekte Leitungen, Ansteuerung des Drucklufttrockners oder halt Verkorkungen in der Leitung entstehen. Ja, wenn ihr sonstige technische Unterstützung braucht, wendet euch an unseren Helpdesk. Jetzt prüfen wir nochmal die Ansteuerung vom Abschaltventil. Das Abschaltventil wird über den Lufttrockner über Steuerleitung 4 angesteuert. Daran schließen wir ein Manometer an und gucken, wenn der Abschaltdruck erreicht wird, ob da Druck anliegt. In diesem Fall liegt Druckluft an. Falls keine Druckluft anliegen sollte, bitte einmal kontrollieren, wo der Fehler liegt. Das bedeutet, entweder ist die Leitung nicht durchgängig oder die Ansteuerung vom Lufttrockner selber ist nicht in Ordnung. Bei einer defekten Leitung bitte die Leitung immer komplett austauschen. Im Fahrzeug hinter uns haben wir eben einen Zweikolbenkompressor eingebaut, ohne externen Anschluss. Hier in der Hand habe ich einen Einkolbenkompressor mit externen Anschluss für den Nebenverbraucher. So wie hier habe ich einen seitlich eingebauten Kompressor, der für 2 Nebenantriebe vorhanden ist. Bei unseren Kompressoren, die komplett zusammengebaut sind, sind alle Schrauben oben mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Jetzt gehen wir noch einmal auf die Anbaukomponenten und Reparatursätze ein. Wir haben verschiedenste Reparatursätze für diverse Luftdruckkompressoren im Angebot. Wir haben auch, wie hier zu sehen, einen einzelnen Kompressorkopf. Da haben wir hier in der Mitte beispielsweise dieses Plastik. Die Schrauben sind nicht vorangezogen, das bedeutet, die sind nur zum Fixieren da. Das Plastik muss entfernt werden und anschließend der Kompressorkopf mit der entsprechenden Anzugsreihenfolge angezogen werden. Hier haben wir nochmal ein bisschen spezielleren Fall. Hier haben wir die Kolbenlaufbuchsensatz und den Kompressorkopf, die einzeln bestellt werden können und dann direkt am Motor befestigt werden. Der Kompressor ist das Herzstück der Druckluftanlage, denn ohne ihn wäre es gar nicht möglich, dass überhaupt Druckluft gefördert wird. Oder was meinst du, Kevin? Aber es gibt auch weitere Komponenten, wie zum Beispiel Vierkach-Schutzventil, Lufttrockner sowie die Luftkessel. Diese und weitere Anbauteile findet ihr bei uns im Partnerportal. Ja, dann bau du doch weiter zusammen. Ich tausche eben noch den Luftfilter aus und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Besucht uns auf Instagram, Facebook, beziehungsweise lasst einen Kommentar hier und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao!